Tja Leute, in dem Video wollte ich euch vor allen Dingen erzählen, was mir aufgefallen ist bei dem neuen Update. Einige Dinge sind wirklich interessant. Da denke ich, da ist auch ein Fehler passiert. Das solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Ist ein ganz heißer Tipp. Wahrscheinlich ist es bei euch nämlich auch so komisch eingestellt, nachdem das Update gelaufen ist. Und ich will keinen auf die Folter spannen und irgendwelchen Clickbait machen. Ich fange jetzt direkt mit den Dingen an, die mir da aufgefallen sind, die ihr euch angucken müsst. Und zwar als erstes ist das der Filter und dann Priorisierung. Da war bei mir eine ganz komische Einstellung, die habe ich jetzt schon rausgelöscht. Aber das war ein Filter, der quasi alles geöffnet hat. Das sah dann ungefähr so aus. Hier, das war ein Filter, der war für alle Geräte und dann nochmal für alle Netzwerke. Also alles freigeben für alle. Den habe ich entfernt aus den priorisierten Anwendungen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also wenn man alles freigibt für alle, dann filtert man ja gar nichts mehr. Ich will ja hier nur bestimmte Geräte priorisieren und nicht alle. Das war aber bei mir drin. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das durch den Wechsel von der Laborversion auf die richtige Version gekommen ist. Da müsstet ihr mal nachgucken. Wäre auch super interessant, ob das bei euch ist. Schreibt das bitte mal in die Kommentare, weil ich glaube, das ist ein Fehler. Vielleicht aus der Entwicklung ist das hängen geblieben. Deshalb kann es mit der Laborversion zusammenhängen, aber wie gesagt, der macht überhaupt keinen Sinn, dieser Filter. Dann gibt es noch eine Sache zu den Filtern, weil normalerweise stellt man die Filter ja hier ein bei den Anwendungen, ja, also bei den Filter, Priorisierung und dann unter Anwendungen. Aber ich kann euch das schön zeigen in dem neuen Online-Monitor. Da ist es nämlich ganz schön aufbereitet. Es gibt ja 4 Arten der Filterung. Es kann entweder eine Echtzeitanwendung sein, eine priorisierte Anwendung, eine normale Anwendung oder eine Hintergrundanwendung. Also alles, was nicht Echtzeit priorisiert oder Hintergrund ist, ist automatisch normal. Deshalb gibt es den Punkt normal gar nicht bei den Filtereinstellungen zum Auswählen, sondern der ergibt sich einfach aus dem Rest, der übrig bleibt. Also was nicht das oder das ist, ist eben das. So, und jetzt kommt das, was ich euch zeigen will. Moment. Und zwar geht es dabei um Filterregeln, die man jetzt auch in den Netzwerkverbindungsübersicht einstellen kann, also unter Heimnetz Netzwerk und dann Netzwerkverbindungen. Da kann man jetzt irgendein Gerät anklicken. Ich nehme mal die Kamera 2 hier, da tut es nicht weh. Klickt man da drauf. So, und jetzt kann man da alles Mögliche ändern. Unter anderem das Symbol kann man da ändern, den Namen, als auch die Priorisierung. Also wie gesagt, ich habe es oben erklärt vorhin, 4 Typen von Priorisierung. Superschnell ist also Echtzeitanwendung, nächste Stufe ist Priorisierung, dann gibt es die normalen und dann gibt es die Hintergrund. So, und hier geht es jetzt um Priorisierung und so wie das da genannt wird, verstehe ich das so, dass das also einfach die Priorisierung ist, also ein Level über normal. Wenn ich aber jetzt übernehmen klicke und der das jetzt ausführt, dauert einen Moment, muss er drüber nachdenken, und dann hier wieder zurückgehe, dann sehe ich jetzt plötzlich bei der Kamera, die wir da eben ausgewählt haben, dass er die Echtzeit priorisiert hat. Also nicht so wie es da stand, sondern Echtzeit priorisiert, also die höchste Stufe. Und das Ding findet sich jetzt auch unter Filtern, da kann man jetzt direkt draufklicken, das ist auch eine Neuerung. Bei Echtzeitanwendung ist jetzt diese Kamera da eingetragen. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Ich werde es hier wieder rauslöschen, weil normalerweise braucht man ja Echtzeitanwendungen ganz selten. Also das sind ja wirklich extrem seltene Fälle, dass man daran muss. Ich benutze das sowieso nur für die Internettelefonie, weil das muss funktionieren, da darf es gar keine Verzögerung geben. Schon im Millisekundenbereich ist das nervig, wenn man da so Echos und Lags hat, dass die Sprache nicht mehr sauber rüberkommt. Also was man priorisiert, ist so ein bisschen bessere Anbindung als normal. Das würde ich in der Übersicht hier machen wollen, aber nicht Echtzeit. Die Funktion hier im Netzwerk, einzelnen Geräten ein bisschen mehr Priorität zu geben, ist eigentlich eine schöne Sache. Würde ich gern so nutzen. Da geht man die Liste hier durch und aktiviert halt einfach ein bisschen mehr Prio für die einzelnen Geräte. Wäre eine gute Idee. Aber nicht Echtzeitanwendung. Das ist nun definitiv zu viel. So, das war das eine, was neu ist. Dann kann man den ganzen Geräten ja Symbole zuweisen. Das geht einmal, habe ich euch gerade gezeigt, indem man dann hier da draufklickt. Es geht aber jetzt auch im Mesh direkt. Das ist nur ein bisschen für die Übersicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemanden interessiert. Also man kann jetzt hier
über über das Device schweben, dann entsteht da so ein Hilfefenster und da gibt es den Stift. Hier kann man eigentlich nichts einstellen außer dem Namen und dem Symbol, aber immerhin. Also die zwei Dinge kann man hier ändern. Und das ist ja auch ganz nett, dass man das mal hier so in einer Liste übereinander hat. Priorität und sonstige Dinge kann man hier nicht ändern. Man kann hier auch nichts einstellen, man wird auch nicht da zu der Seite verlinkt. Das geht hier nicht. Aber immerhin, für die Übersicht im Mesh ist das schon mal eine schöne Sache. Dann gibt es noch eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar ist das ja hier so, dass wenn man hier mit der Maus drüber schwebt, da entsteht dann so ein Zusatzkasten. Da kann man überhaupt nichts machen, außer wieder da draufklicken und da kann man den Namen ändern. Aber nur bei Fritz-Geräten. Aber man wird da erstmal nicht hingelinkt. Wenn man da hingelinkt werden möchte, da muss man sich ein bisschen bemühen, dass man da hier nicht diesen Kasten kriegt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also wenn man da von oben vorsichtig hingeht und nur den Namen erwischt, dann wird man da drauf gelinkt und der verbindet einen dann mit dem Ding. Ist mir mehr oder weniger per Zufall aufgefallen, weil wenn man das hier so sieht, ne, der kommt dann ja gar nicht dran an den Namen. Der wird ja sofort verdeckt. Aber es ist wohl so gedacht, dass der Name der Link sein soll. Natürlich haben sie das nicht so geschickt gemacht mit diesem Kasten, der da immer im Weg ist. Ja, man sieht den ja gar nicht. Man muss also gucken, dass man da irgendwie dran vorbeikommt, ohne dass der da angezeigt wird. Naja gut, kleiner Tipp am Rande. So, das nächste, was mir aufgefallen ist, ist im Online-Monitor. Da habe ich ja schon viele Videos zu gemacht, während ich die Laborversion begutachtet habe. Und zwar ist es so, man kann hier maximal 12 Geräte tatsächlich anzeigen lassen. Da werden auch mit Symbolen angezeigt, was das für Geräte sind, also die man vorher dann natürlich zugewiesen hat, diese Symbole. Und bis jetzt war das so, dass man zwar hier drüber schweben konnte und die einzelnen Werte da ablesen, aber bei dem Upstream hier unten war das jetzt so, dass das immer verdeckt war, gerade wenn man mehrere ausgewählt hat. Hier sehen wir nur 4 von den 12. Aber man kann jetzt hier mal weiter scrollen, sodass da Luft entsteht und dann ist es tatsächlich möglich, fast alles zu sehen, wobei hier öfter mal der scrollt von alleine wieder hoch. Das liegt jetzt nicht an meiner Maus, sondern das macht er selber. Macht aber nichts. Immerhin kann man was sehen, ja. Also da haben sie sich schon mal Gedanken gemacht. Ja, nette Sache. Leider ist es beim Upstream ist es so, dass man hier nur Heimnetz, Gastnetz und IPTV machen kann, während beim Downstream. Während beim Upstream kann man das so schön nach Priorität hier sortieren. Weiß nicht, warum die das so getrennt haben, aber anyway, ist auch gut. So, dann wollte ich noch auf einen Punkt kommen, der mich ja direkt begeistert hat. Und zwar ist es ja so, dass meine Box ganz normal produktiv im Einsatz ist und ich die seit über 7 Jahren schon verwende. Und jetzt ist da, wie gesagt, die Version 8 draufgekommen, beziehungsweise 8.2. Und der Energieverbrauch hat sich deutlich verringert. Ich weiß nicht, was die da genau gemacht haben und was sich da geändert hat, aber auf jeden Fall ist ja der Gesamtenergieverbrauch runtergegangen. Und auch in der Statistik sieht das hier richtig gut aus. Also die Prozessorauslastung, die ist hier wirklich minimal, obwohl die Box nach wie vor alle die Aufgaben erfüllt, die sie auch vorher erfüllt hat. Ich habe ja nichts abgeschaltet, nur weil die neue Version da ist. Also die müssen wirklich die Effizienz der Software da verbessert haben. Und so ähnlich gut sieht es auch bei der Temperatur aus. Und den Fehler, den ich die ganze Zeit bei der Laborversion bemängelt habe, dass dann immer mal wieder so Lücken in dieser Aufzeichnung waren, als ob mal der Sensor ausgefallen wäre, die gibt es auch nicht mehr. Das haben sie hier auch gefixt, sieht also sehr gut aus. Ich habe ja auch da ein kleines Video zu gemacht. Ich blende mal ein, wie ich bei mir die Box eigentlich aufhänge. Bei mir hängt die Box nämlich immer so, dass die Anschlüsse, also die LAN-Ports und so oben sind. Das ist zwar nicht so vorgesehen von AVM, aber so haben die Tests ergeben, dass sie am wenigsten Temperatur entwickelt, beziehungsweise dass sie am besten gekühlt wird. Und ich habe eigentlich hier immer sehr gute Kühlwerte, aber natürlich, wenn der Prozessor wenig Last hat, dann wird er auch nicht so warm. So, und das ist jetzt auch noch ein Bug, den ich gefunden habe. Plötzlich geht die CPU-Anzeige komplett weg, steht gar nichts mehr da. Also ihr wart jetzt da live dabei, ne? Ich habe ja gar nichts gemacht, ihr habt es vielleicht oben gesehen, plötzlich geht diese ganze Grafik weg und kommt auch nicht wieder. Man kann natürlich jetzt auf Neuladen klicken und dann kommt sie wieder, aber das ist natürlich bestimmt nicht so gedacht. So, und die RAM-Belegung, die lässt mich auch hoffen, weil auch da hat man jetzt nicht übertrieben, dass man da an die Grenze kommt.
Meine Hoffnung ist ja, dass die Box vielleicht noch mal ein bisschen länger hält und auch bei der neueren Software noch weiterhin gepflegt wird, weil eben CPU, Leistung und RAM-Belegung das noch hergeben würden. Naja, wollen wir mal sehen, was passiert. Ja, und also das ist natürlich ein Bug. Muss man da nochmal draufklicken und dann kommt die CPU-Auslastung wieder her. Dann ist noch eine schöne Funktion im Netzwerk dazugekommen, also wieder unter Heimnetz-Netzwerk, Netzwerkverbindung. Und zwar, wenn ihr auf ein Gerät klickt, was per WLAN angebunden ist, wieder auf den Stift hier, dann ist das, was man vorher schon kennt, das ist bei LAN-Geräten genau dasselbe, kann man den Namen und wie gesagt das Symbol ändern, aber bei WLAN gibt es noch einen neuen Reiter, wird jetzt auch angezeigt, wie genau das Gerät angebunden ist. Also in dem Fall ist das ein Gerät, was 2 Sende- und 2 Empfangsströme unterstützt und welche Datenrate das kann und im Moment nutzt und eben welcher WLAN-Standard. Finde ich eine ganz tolle Sache, weil auf die Weise kann man eben die Geräte auch ein bisschen klassifizieren und sehen, was können die denn, oder liegt es vielleicht daran, dass da irgendwelche Verbindungen nicht gut sind, oder wenn es zum Beispiel den Fernseher betrifft, dass man da sagt, oh, die Datenrate ist ja viel zu klein, kein Wunder, läuft da Netflix nicht und so. Da hat man ja sonst keine Chance rauszukriegen, wie der da im Moment angebunden ist, weil so Geräte wie Fernseher das oft gar nicht darstellen, wie die Verbindung genau aufgebaut ist oder wie schnell die ist. Finde ich sehr interessant, dass sie das hier so geändert haben und hilft bestimmt dem einen oder anderen, sein Netzwerk ein bisschen besser zu gestalten. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Highlight. Wie gesagt, für alle Detailerklärungen habe ich noch andere Videos. Ich habe die ganzen Videos von den Labor-Updates in eine Playliste gepackt. Da könnt ihr euch die alle angucken. Also wer jetzt dieses Video als allererstes sieht, der kann sich da mal entlanghangeln, wenn er das genauer wissen will. Und zwar ist das bei WLAN-Funkkanal, da haben sie noch eine neue schöne Funktion dazugefügt. Und zwar ist das so eine Art Übersichtstabelle über die Nutzung des WLANs im Heimnetz. Das muss man von unten nach oben lesen. Also das hier unten hinten, das ist das älteste Quadrat und das baut sich dann also nach oben so auf. Die oberste Reihe ist heute und die baut sich dann halt so auf, dass wir hier sehen, dass wir schon 16 Uhr haben wir jetzt und die WLAN-Nutzung ist also nicht so massiv, ist also ruhig gewesen. Gestern Abend ist dann immer ein bisschen mehr. Also man sieht so um 19, 20 Uhr, da kommen wir alle nach Hause und da schalten wir dann die Tablets und die Geräte eben an. Ansonsten ist da Ruhe. Das finde ich sehr interessant. Da kann man nämlich dann auch so Datenströme steuern und sagen, okay, wenn ich also irgendwelche Geräte habe, die ein Update machen oder die Backups machen, dann sollen die mal bitte in dem Bereich gerade mal nichts machen, damit genügend Zeit und Energie und vor allem Daten vorhanden sind, eben um was anderes zu gucken. Also da läuft YouTube und Netflix und so natürlich in der Uhrzeit, ja. Ist aber viel interessanter, wenn man das so grafisch dargestellt kriegt, als wenn man das da kompliziert rausklamüsern muss, wer wann was macht. Finde ich eine schöne Idee, das so übersichtlich darzustellen. Das hier unten, das nützt einem ja nicht so viel, wenn ich hier sage, ich will also über die letzten 24 Stunden jetzt mal hier gucken, was im Netzwerk so los gewesen ist. Dann sind das ja so Grafiken, wo man sagt, naja gut, ist das viel oder ist das wenig? Mir nützt es nicht so viel, um zu gucken, wo die Hauptlast am Tag genau gewesen ist. Das bringt da nicht so viel. Na, wie lange dauert denn das hier? Übrigens, man kann natürlich hier seit neuestem nicht nur 24 Stunden, sondern auch noch länger das angucken. Also hier solche Graphen, die nützen da einem wenig. Wenn man jetzt das sieht, da muss man jetzt hier gucken, seit wie vielen Stunden von jetzt ist da die höchste Last und so weiter. Ja, und wir müssen ja auch hier sehen, für uns geht es ja nur um die grünen Bereiche, da wo die Fritzbox gearbeitet hat, das kann man hier kaum sehen. Da ist das hier doch schon viel besser. Ja. Das ist ja mehr dazu da, zu gucken, wo es irgendwie Störungen im Netzwerk, also im WLAN-Bereich gibt. So Leute, das soll es schon mal wieder gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die wichtigsten Punkte, die mir aufgefallen sind. Da wird jetzt noch mehr kommen und das eine oder andere wird wahrscheinlich auch bei dem nächstbesten Update oder Anpassung verschwinden oder besser werden. Da werden wir jetzt mal sehen. Außerdem wird ja das alles auch für die anderen Boxen ausgerollt und da ist es ja auch interessant, was bei denen so los ist. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr habt und ob ihr auch schon das neue Update drauf habt und welche Boxen ihr habt, die das noch nicht kriegen oder eben schon haben oder bald haben werden. Würde mich alles sehr interessieren. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, viel Spaß im Netz. Bis dann. Tschüss.